Stur wie die royale Garde bleibe ich, Inspektor J. Hutkrempe, hartnäckig dabei, das illustre Kleinstadtleben zu erschüttern, wenn wir zusammenfassen, was beim letzten Mal hier passiert ist in Contradiction, Spot the Liar und wo wir weitermachen am Freitagabend um 10 Uhr in der Dorfmitte. Dann wird es die Erkenntnis sein, dass uns Rebecca eventuell was zu sagen hat. Nachdem wir in der vergangenen Episode überfallen wurden und mithilfe dieser von uns erst gefundenen, dann gestohlenen DVD Paul einiger, Unwahrheiten, Ungenauigkeiten gegenüber seiner Kenntnis von Emma und Kate überführen konnten, haben uns unsere flinken Beine, die wahrscheinlich nach diesem Tag ordentlich krampfen werden, wieder hierher geführt und wir bekamen ein Gespräch mit zwischen Ryan und Rebecca und haben dabei gesehen, dass sie dort in der Bar im Pub Medizin für sich aufbewahrt, beziehungsweise Rezepte dafür. Und das würde ich jetzt gerne herausfinden und schauen, was es dazu Näheres zu wissen gibt. Keine Ahnung, also ich meine, wenn das so ein Geheimnis ist, wenn uns das Spiel das dir präsentiert, dann muss es ja für irgendwas wichtig sein, oder? Weil ich habe sonst irgendwie nicht so viele Anhaltspunkte. A few more questions, if you don't mind. Und ein Herrengedeck. So. Nehmen wir mal das. Ich glaube, die anderen Sachen sind vielleicht eher weniger interessant und nur so Infobeiwerk. The cupboard downstairs, there's a lot of unopened stuff in it. Is there? Prescriptions. Made out to you. Oh, they're just spare painkillers. The chemist always gives us too many. He's a friend of the family. Wenn ich mich erinnere, dann ist das ziemlich viel, was ich da im Schrank gefunden habe. Reichlich. Und ihre Ausrede ist jetzt, und weil sie selber drauf kommt, dass sie ein Chemiker Chemist, das heißt doch nicht Chemiker, das ist doch bestimmt irgendwer, der in einer Apotheke arbeitet oder sowas, ich weiß nicht genau. Jedenfalls, gibt er ihr immer zu viel. Wieso sollte er eigentlich? Also entweder sie oder Ryan ist ziemlich krank und braucht dieses Zeug. Die Frage ist, wir haben sie doch über, das fällt mir gerade ein, Salvia gefragt, ne? Und sie wusste die Antwort, weil sie diejenige ist, die es wusste. Moment. Pocket of dried leaves. Doesn't take any drugs or medicines. Das würde ja bedeuten, das sind Ryans Painkillers. Warte, ist das vielleicht ein Widerspruch? Moment. Gives them too many. Oh. Aha. Wow. Fängt ja gut an. So, you don't take any medicines except for prescription painkillers. Well, they're not actually for me. They're Ryan's. Ja, For some reason, genau. the chemist always makes them out to my name. He's an old gentleman. Does Ryan need prescription painkillers? Yes, he's got arthritis. Really? He's young to suffer from that, isn't he? He doesn't have it badly, but he does need medication from time to time. What medicine is it? I couldn't tell you, to be honest. Ryan will know. So Ryan's the one using the prescriptions. I think I might have a word with him, work out exactly what this medicine is. Alles klar, nächster Anhaltspunkt. Und ich muss das Spiel ein bisschen leiser machen, weil es dröhnt mir die Ohren voll, ist super laut. Alright, okay. Viel besser, Alter. Bin grad taub geworden. Hätte ich das jetzt eine Stunde so gespielt, dann... Ach nee, das war stumm. Na, ist auch egal. Ich hab nicht gut geschlafen. Vergebt mir, ich bin super stolz auf mich. Ihr müsst auch stolz sein, dass ich hier was rausgefunden habe, weil ich dachte, oh shit, Contradiction, das wird heute nichts. Vielleicht wird's ja lustig. Ja, wie gesagt, das könnten wir sie noch fragen. Wobei, es ist eigentlich schon interessant. Bevor wir zu Ryan gehen, machen wir das mal. Oh, vielleicht weiß auch Simon was über Ryans Arthritis. Have you ever come across anyone interested in or involved with the occult? As in black magic? No, why? Apples Natürlich don't nicht. use occult techniques or anything like that? Atlas. Not unless Ryan's got a secret he's not telling me about. Oh. Why, who's been talking? Just a line of inquiry. Okay, thanks. Er sagt ihr nicht, wer
diese Anschuldigungen erhebt. Sie müsste es doch wissen. Das war Ryans Auto, was beschmiert wurde. Sprechen die eigentlich niemals irgendwie ernsthaft? Also das muss ihr doch bekannt vorkommen. Also sie kennt doch wohl den Wagen, oder nicht? Das ist eigentlich, ich bezweifle, dass die vorher nicht verheiratet oder zusammen waren. Das macht irgendwie keinen Sinn. Do you know anything about this? It's the aptitude test, isn't it, for Atlas? Ja, es steht What do you want drauf. to know? Do you know why it was introduced? I think they had some trouble with some unsuitable students. I suppose you have to be careful who you work with. Das juckt die in Einzelheiten irgendwie gar nicht, scheinbar. Ja gut, Thank you. Probably be back later. ich gehe mal raus. Es wird vor allem immer dunkler in dem Game, das finde ich cool. Gespannt, was uns da noch erwartet. Haben wir eigentlich hier irgendwie was? Achso, hier ist die Town Hall, die Village Hall, ja, Aber da war sonst nichts Interessantes zu finden. Vielleicht später, ja. Okay. Bist du doof? Ey, Junge, die lassen hier viel Zeug fallen. Es ist unglaublich. Ist das irgendein Schlüssel oder was? Bit careless, Simon. Probably nothing important, but at this stage, I need all the clues I can get. Wait. Ah. Huh. Okay, das ist ein Anhänger. Warte, das gucke ich mir genauer an. Dropped Keyring, ja. Schlüsselanhänger. Dementon St. Bernard. Ja, was auch immer das jetzt bedeuten soll. Dropped Business Card. Aztec. Broadway Industrial Estate. Dean Hayfield, Managing Director. Da stand doch irgendwas. Da stand doch irgendwas hinten drauf. Da stand doch ein Zahlencode drauf hinten. Kann man das irgendwie umdrehen? What? Oh, da musste man aber genau hingucken. Moment, mein lieber A few more Freund. questions, if you don't mind. Oh, Emma muss ich auch noch fragen über Ryans Arthritis. Was ist das für ein Zeugnis, Sir? I think you dropped this outside. Someone you know. Da. Oh, this is just from some IT guy I met. Ja, I ich don't glaube, need das ist nicht wichtig, aber die Zahlen da hinten. I noticed some numbers on the back. Yeah. Do you need these? I don't know. What is it? 1905? Oh, yeah, that's just a pin 1905. for something. It's okay, I can remember it. So not an offshore savings account or anything. No, it's not important. Doch, es ist wichtig. Oh, Junge, hättest du irgendwas anderes gesagt? Das war da schon drauf, keine Ahnung. Oder du hast ja irgendwas aufgeschrieben, weil du irgendwas ausrechnen musstest für deinen, was weiß ich, Finanzhaushalt, irgendwas, Alter. Man. Oh, das macht ihn so verdächtig, ist das blöd. Okay, und das Ding? Is this yours? Yeah. That's from my keys. Where did you find them? Ach was. Just outside. Right. Oh, it must have come off when Nathan dropped my keys off. He was borrowing my car. That's very trusting. Yeah, I suppose it is. I am a Ein bit Auto? too trusting, really. It's a new car as well. Oh, du fucking Flexer. Warum ist der so doof? Warum schreibt ihr den so bekloppt? Der hat sich so Mühe gegeben, was zu verheimlichen. Wieso sollte er... Das könnte von allem sein. Sag ihm, es ist ihm von der Tasche abgefallen, von seinem Hausschlüssel. Jetzt wissen wir, dass er ein neues Auto hat, wo er doch uns an diesem selben Abend noch gesagt hat, er hat sich das Fahrrad von seinem Cousin ausgeliehen, weil das der einzige Weg ist, um zur Arbeit zu kommen, da es ja keine Busse gibt. Owns a new car. Yeah, Moment. Unlocked bicycle. Dumm, Alter. Aha. Einfach dumm. So the bike's the only way you can get to work, yes? Yeah. What's wrong with the car? I can't drive the car yet, can I? I don't have my license. Right. I got a windfall from an insurance payout. Just figured I'd buy something sensible with it straight away instead of wasting the money. What was the insurance payout? It was for a laptop. It got stolen down at Atlas. At Atlas? Well, they didn't break in. I think they just walked in and took it.
The laptop was in a storeroom, but I think the lock was broken, to be honest. Doesn't sound like they're taking their security very seriously. Actually, it got a lot better after that. Think I'll check it anyway. Wenn ich Paul frage, sagt er wieder der Must have been a komische very Hausmeister. nice aber- laptop to be able to buy a car with the insurance. Or a very cheap car. Might have to have a talk with Ryan about his security measures. Da muss ich sowieso hin. Das trifft sich ja gut. Wieso? Warte mal. Er hat den Laptop bei Atlas in einem Storeroom. Da anscheinend das Schloss war kaputt, jemand hat ihn gestohlen. Die Versicherung, mit dem er den Laptop versichert hat, hat ihm so viel Geld als Entschädigung gegeben für diesen Diebstahl. Funktioniert das überhaupt so? Ich glaube das nicht. Ersetzen die das nicht dann in... Also, ist das da nicht gebunden, das Geld? Ich weiß auch nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben sie ihn ausbezahlt. Und das war so viel. Digga, das war so ein fucking... Mit einer 4080 drin, ein übelster Gaming-Laptop, Alter, für 6000 Pfund, Junge. Ich glaube, der hat richtig... Abends ist er nochmal eine kleine Runde in Fortnite reingedippt, während Ryan in seine Freundin reingedippt ist. Oder? Hab ich nicht recht? So wird ein Schuh draus, Alter. Das Kleinstadtleben, wie wir es lieben. Gut. Hat ein neues Auto gekauft. Er wollte es anlegen. Ein Auto ist die dümmste Art, Geld anzulegen, weil, du fährst einfach nur über eine Schwelle und es ist 10% weniger wert. So. Weißt du, das ist ja komplett bekloppt. Vor allem, wenn es ein günstiges Auto ist, wahrscheinlich keinen Sammlerwert hat oder so. Whatever. Ganz komisch. Muss ich Ryan fragen? Ich frag ihn mal die Arthritis hier. Did you know about Ryan's arthritis? Ryan? He's got arthritis? Apparently. Oh, I didn't know. I hadn't noticed he had any problems. Und Emma, ich meine, die muss es ja irgendwie mitbekommen haben, so jetzt mal ganz nüchtern gesagt, von dieser That's all for Krankheit. the moment. Thank you. Ryans Arthritis, ja. Did you know about Ryan Rand's arthritis? Arthritis? I didn't think Ryan had arthritis. Vielleicht hat er auch keine. Vielleicht glaubt das Rebecca nur. Vielleicht sagt er das nur. Oder sie weiß es und dann ist ja auch bekannt, oder vielleicht ist sie es nicht bekannt, aber die Medizin ist für was anderes oder andere Leute. Das ist eventuell das, wovon ich ausgehen kann. Arthritis, der Inspektor sagte, es ist ja auch eine Krankheit, die einem normalerweise im Alter eher befällt und Ryan ist dafür noch viel zu jung, aber, also ich meine, es gibt immer Ausnahmen, hat er schon recht. Aber es könnte schon ein Argument sein, vor allem, weil das keiner mitbekommen hat. Und der hat da Tonnen an Schmerzmitteln, Alter, beutelweise. Okay. What do you know about this? This is Simon's. I bought this from when we were on holiday. Oh. He lost it. He dropped it. He can't keep anything. Ja, vor allem nicht Secrets über neue Autos. Did you know about Simon's laptop being stolen? Yeah, because it had all my college work on it, Oh, cool. which I hadn't backed up or saved. Not that it mattered much, but I did buy a new one. And Simon uses it now. When I let him. Okay. Leute, lasst euch das von diesem alten Herrn, der hier sitzt, mit den roten Haaren gesagt sein. Solche Sachen, wichtige Abschlussarbeiten, irgendwelche krassen Dokumente, macht es bitte in eine Cloud, ne? Ich kenne, glaube ich, 2, 3 Leute, denen ihre fucking Masterarbeiten oder Teile davon abhanden gekommen sind. Dadurch, dass einfach die Festplatte abgeraucht ist. Was passieren kann, man kann das unter Umständen noch retten, aber oft ist es dann futsch, Alter. Stort es bitte irgendwo außerhalb von Dingen, die kaputt gehen können, ne? Ja, gut, dann würde ich sagen, tja, können wir sonst noch was fragen? Ich glaube, Business Card, ja, von mir aus. Have you seen this before? Nope. Sorry, never heard of him. Also ich glaube, die Karte und was da drauf steht, ist auch egal. Was wichtig ist, dass der Pin da hinten. Könnte das der Pin zu dem Laptop sein, aber warum hättet ihr mir das nicht sagen können?
Das ist für irgendwas ein Code. Be back later on, if that's okay. Und ich habe das Gefühl, es hat was mit Atlas zu tun. Ah, da gehe ich jetzt mal hin. Ich gehe auch durch den Wald. Hier passieren immer Dinge, Alter, wenn ich das mache. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Ich tue es einfach. Further. Further. Yes. Oh, wow. Die Perspektive habe ich ja schon lange nicht mehr gehabt. So da aus dem Buschwerk gucken, Alter. Am besten nur mit dem Fernglas. Alright. Oh, das triggert mich, dass der nicht... A couple more questions, if that's okay. Dass er diese 2 letzten Klopfer nicht macht, Alter. So, mein lieber Herr Gesangsfreien. Das hier. Do you know what the medicine in the cupboard at the pub is for? You'd better ask Rebecca about that. I'm not exactly sure what's in there. She tends to keep her wares under lock and key. Do you know, our wedding night was quite a surprise. Also, nicht wegen Rebecca. Das ist eine attraktive Frau, aber mit Ryans Grinsen zusammen möchte ich diese Vorstellung aus meinem Kopf verbannen. Contents of the cupboard belong to Rebecca. Das ist ja auch eine fucking Lüge, Alter. Der lügt mir straight ins Gesicht. Ich hab schon mit dir gesprochen, du. Tell me about your arthritis. Oh, you found out about that. Ach. Well, yes. I'm old before my time. That's very unlucky to have it so young. Well, I take a lot from life, Inspector. And sometimes life likes to give you a little bit back. I mean, it's not too bad. It's not too debilitating. It's mainly some in my right hand, some in my left hand. It's not particularly a problem. Makes it difficult to hold small things, though. What do you take for it? Oh, I damit get a kennt er sich prescription bestimmt aus. painkiller. How often do you need that? Not often, as and when, as and when. I keep some here, I keep some at home. It's not a problem. Keeps painkillers at work and home. Schmerzmittel sind schon stark, ne? Also das kann einen, also für solche speziell, also jetzt wahrscheinlich nicht eine normale Ibo oder sowas, aber wenn du Morphin nimmst, das sind schon starke Schmerzmittel. Also das wirkt ja auch an, du kannst ja dann auch bestimmte Sachen sollst du dann nicht mehr machen, wie Autofahren oder so, weil es dich halt delirious machen kann. Teilweise, je nachdem, was für eine Medizin das ist, aber wenn man es interpretiert und in Zusammenhang bringt mit seiner Aussage, dass er hier keine Drogen hat, also das ist jetzt sehr weit hergeholt, aber ich probiere es einfach mal aus. Wir hatten schon ganz viele Fails von Zusammenhängen, aber Moment mal. Pact of dried leaves. Plants, drug. Doesn't allow drugs or alcohol onto Atlas premises. Doesn't keep any medicines on the side. Oh! Oh, er hat sogar spezifiziert. Lol. Ja, das wusste ich jetzt nicht mehr. Aha. So, you don't keep any medicines on site at Atlas. No. Except your prescription painkillers. Well, these are not available to the students. But they are kept on site. Yes, but they're locked away. They're kept in the storeroom. Nobody would have access to them. You're sure about that? Absolutely sure. And what are the painkillers, Ryan? They're painkillers. Just painkillers. Normal painkillers. Paracetamol, codeine, morphine. Well, all right. They're morphine tablets, yes. Oh, really? Das wusste ich auch nur, weil das da drauf stand. Ne? I know what you're thinking, but there's no way Kate could have had access to them. Because they're in the storeroom. Well, not just that. She wouldn't have even known about them, or where they were. Sure about that? Yes. Die könnte man ja gefunden haben. So it is morphine Ryan's taking. The pieces are starting to come together. Now I just have to work out how Kate got hold of it. If it was Ryan's morphine she got hold of course. Ja gut, das macht den jetzt nicht, also sie könnte das ja selbstständig genommen haben, aber wir könnten jetzt auch ahnen, wo sie das her hat, weil Simons Laptop ist ja auch in diesem
Storeroom gestohlen worden? Oder habt ihr noch einen extra Sicherheitsraum mit einem funktionierenden Schloss oder was? Jetzt kommen wir der Sache auf den Grund, Ryan. Pass mal auf. Were you at Atlas when Simon's laptop was stolen? Oh, I believe I was, yes. He was taken from the storeroom in the hallway. Was it ever recovered? No, we didn't catch anyone. We're quite exposed out here. Somebody could just have wandered along the lanes, Ja, ist halt into the offen storeroom. hier, ne? It's not particularly secure. They could have been in and out within minutes. That's why we advise people to keep their valuables with them. You can't be too careful these days, Inspector. Was ich daraus mitnehme, Storeroom isn't particularly secure. Ja, der ist nicht wirklich sicher. Aus dem Grund, jetzt unabhängig von einem Schloss, was funktioniert oder vielleicht auch nicht, oder man weiß es nicht. Die Türen steht immer offen. Ich selbst kann ja hier auch immer rein und raus, wie ich will. Die ganze Nacht, Alter. Ich meine, hier ist immer jemand, aber es ist nicht immer jemand hier, der irgendwie das alles mitbekommt oder wer hier ein- und ausgeht. Und das sind ja relativ viele Leute, wie wir das da bei dem Meeting gesehen haben. So, genau diese Antwort wollte ich eigentlich von ihm, weil jetzt kann ich ihm beides sozusagen in Kombination vorwerfen, dass es sehr wohl möglich gewesen wäre, dass Kate da rankommt, auch wenn er sie im Storeroom hatte. Also, einmal das. Warte, wo war das? Gibt's mal in einer Secure Storeroom? Diese Betonung, Alter. Ey, wenn man jemand das so fragt, die würden doch drauf kommen. Also die würden doch sich nicht in einem Satz danach direkt widersprechen, oder? Wenn da ein bisschen Zeit dazwischen liegt, ist das nachvollziehbar, aber... Nein. Aha. So the storeroom isn't particularly secure, yet you keep your morphine tablets in there. I thought you said no one could get access to the morphine, but they could, quite easily, couldn't they, Ryan? I didn't mean that storeroom. I meant a different storeroom. I keep them in there. Okay, so where was it locked up? It's upstairs. It's got a combination lock on it. Nobody could have access to it except me and Dad. Nobody. I might have a look at that if you don't mind. Don't mind at all. A combination locked room, I see. Well, I might have a look around for that. See how secure and combination locked it really is. Simon. Simon, oder? Seine Businesscard, der Code? Oh. Der Laptop ist nicht gestohlen, oder? Wollte er vielleicht seiner Freundin Emma irgendwie was auswischen? Wollte er sie aus dem Schussfeld bringen wegen der Erpressung von Kate? Dass er ein Motiv hat, ist eigentlich klar. Und jetzt fallen alle Augen wieder auf die beiden, zumindest ihn. Okay, that's it for now. Ist Thank you. upstairs. Kann ich da jetzt hochgehen? Das wurde so betont. Oh! Lol. Ich bin mal aufgeregt über neue Räumlichkeiten. Hier, oder? Warte, ich probiere die Business Card. Welcome to the mirror room. This exercise is all about identifying the difference between the image one Danke. presents to the world and one's real self, which lies deep in our unconscious. Was ist das für eine Scheiße? As you move through the network of mirrors, practice seeing yourself as a stranger. The more you separate from your persona, the more aware you will become of your true desires and ambitions. Chant with us. I am free from my image. I am free from my past. I am free from myself. What the f... I am free from my image. I am free from my past. I am free from myself. I am free from my image. I am free from my past. I am free from myself. This exercise involves the use of liberation masks. You have now completed Module 1. Module 2 covers boundary testing, threshold testing, and extreme testing. Please read the notes carefully before attempting the module. Krank. Ich will wissen, was Extreme Testing ist. Das ist kein Storeroom. Das ist,
Beziehungsweise könnte das ja noch auf dieser Etage sein, aber ich bin mit dem Code hier reingekommen. Und aber nicht, wie er gesagt hat, Storeroom, sondern ein, wieso habe ich eigentlich nicht danach gefragt? Dieser Mirror Room. Hier werden Kurse abgehalten, ist auch so ein, quasi wie so ein Spiel. Also verschiedene Spiegel. Dann gibt es eine Erklärung, die sollen sich von ihrer Vergangenheit befreien. Oder ich weiß jetzt den Zusammenhang nicht genau, aber. Der Atlas Mirror Room. WTF, Alter. Ja, das muss mir Simon erklären. Das war ja jetzt eindeutig mit seiner Karte. Oh. Wow. Was sie alles aufgenommen haben hier. Übelst cool. Ist so cool. Okay. Ich gehe mal wieder. Okay. Ich gehe mal nicht durch den Wald. Ich gehe... Oh, das soll ich durch den Wald? Komm, ich gehe durch den Wald. Ist immer ein bisschen gruselig. Ist immer ein bisschen... passiert irgendwas? Man weiß es nicht. Okay. Okay. So, mein lieber Freund. Wasch mal auf. A few more questions, please. Thank you. Do you know about the mirror room at Atlas? Yeah. What's it used for? Well, it's mainly for the auto-hypnosis module. You go in and you stare into the mirror and you go into a trance. Then, when you're ready, you come back out. So you just go in whenever you want to? Oh, no. There's certain times when you're allowed in. And only they know the combinations anyway, so you can't really get in. Das ist ja... But you don't know the combination? No. Der verplappert sich so krass. Der weiß nämlich nicht, dass ich damit reingekommen bin. Didn't know the combination of the room, drop business card, wrote his pin on the back of the card. Aha. So you didn't know the combination to the locked mirror room? No. Except... you'd written it down, hadn't you? This is the combination to the mirror room, Simon, that you wrote. It isn't a pin, it's a combination. Naja, es ist ein Pin. Yeah. Also. You see, this sort of thing makes me suspicious, Simon. What were you doing in there that you didn't want anyone, including me, to find out? Mhm. It's just part of the course, isn't it? I just wanted to go in there when I was ready. On your own? You didn't give the number to anyone else? No. Simon, there was morphine kept in that room that might have played a part in Kate Warum Vine's eigentlich death. da? Did Kate have the number? Yes, okay. We both went in. Okay. Together? Jetzt wird's interessant. We were trying to outdo each other. We both tried to morph in. What do you mean trying to outdo each other? It's part of the course. To see how far you can push yourself. To see if you could do something you wouldn't normally do. When was this? A few months ago. How often did you try it? Only that once. I'd never do it again. How about Kate? I don't know. Sorry. Boah! Da haben wir schon wieder eine Stunde geschafft. So that's how Kate got the morphine. Yeah. But what exactly does this testing involve? Could this have been what killed Kate? 11 o'clock. Just an hour left to solve this thing. Oh, was? Okay, ich wusste das nicht, dass es um 12 endet. Boah, wait. Morphin. Jetzt wissen wir, wo sie es her hat, warum das in ihrem Blut ist. Sie hat es am selben Abend zusammen mit Simon genommen. Jetzt wird es richtig dunkel, Alter. Boah, was machen wir denn jetzt? Atlas Mirror Room. Ich will gerne Ryan danach fragen. Warte mal, sollte ich mal den Chief anrufen? You haven't searched the woods for a while? Search them. Also, ich gehe mal in diese ganzen Wege hier hinein. What? Hier ist irgendwas versteckt. Das sind immer noch die Leute. Ich glaube das nicht.
ist was! Just keep pushing. Just keep pushing. Keep pushing. Keep pushing. You can push it all the way in, Tom, if you want to. Oh God! Excellent, Tom. Excuse me. Would someone care to tell me exactly what's going on here? Don't come any closer. That man needs a doctor. No, he doesn't. Der ist so I don't britisch. need a doctor. I'm fine. Go away. What Was is für this? Nerd, A test. Of what? What does it look like? It's a threshold test. A pain threshold test. I thought, you were supposed to be good at working things out. Inspector Jenks. And so this would be for Atlas, would it? Kyle? Huh. You disappear now. It's not a good idea to talk to a police inspector like that. Do you want me to make you? It's okay, Tom. Mr. Jenks won't be bothering us anymore. Don't make any rash commitments. Was ist mit denen? Sind die bekloppt, Alter? Oh! Das ist ein Autoschlüssel, right? Well, well. You really should take more care of your things, Ryan. Is your keys, Kyle? No. So that's threshold testing, is it? Sticking a skewer through your hand? I could just ask Ryan or Paul directly about this, but I think I'll bide my time. See what I can do with this key fob first. Warte. Oha. Moment. Diese CD oder Kassette im Mirror Room hat von mehreren Ebenen dieses Teil des Kurses gesprochen. Er hat zuerst irgendwie einen, warte mal. Ich weiß noch nicht, ob es hier Krähengeräusche sind oder ob die Katze sich irgendwie lautstark äußert. Passen nämlich gerade auf so eine Katze auf. Von Lenas Familie. Aber ich glaube, das ist hier im Spiel. Was würde ich sagen? Ach so, von mehreren Testing-Ebenen, ja. Also Boundaries-Test war irgendwie das nächste. Extreme-Test war das letzte. Könnte es sein, dass Kate dem leider zum Opfer gefallen ist und das mit Liam war vielleicht eine andere Sache, aber könnte es sein, dass dieser Test, der ja sich schon im Titel anmaßt, zu weit zu gehen, letztendlich wirklich zu weit gegangen ist? Wenn das die Stufe davor ist, also irgendwas zum Anfang, dann Boundaries, dann Threshold und dann Extreme Testing. Wenn das noch schlimmer ist als das, was wir gerade gesehen haben. Vor allem stehen die da vollkommen, die gehören alle irgendwie eingewiesen. Was zum... Okay, wow. Könnte es einer von den beiden hat mich bestimmt überfallen, ne? Das war bestimmt der wie heißt der? Na, der Typ mit der Hakennase, dem ich den Schlüssel zugeworfen habe. Ja. Okay, the car key fob Ryan written on it. Naja, gut. Dann wissen wir ja auch, wo wir hingehen, ne? Und wo wir das probieren. Das kann ja nur von seinem Audi sein. Ich frag mich, ob Simons neues Auto irgendwas mit diesem Auto zu tun hat. Verstehe ich zwar nicht wirklich, aber warte mal. Da müsste doch eigentlich ein Herstellerlogo drauf sein. Also, wenn ihr das umdreht und da ist ein Audi-Zeichen drauf, I mean... Ja, ist klar. Und sucht er seinen Schlüssel nicht? Wieso hat er nicht... Wieso fragt er sich nicht, wo sein Key ist zu seiner Karre? Bingo. Well, Oh, wow! what have you been up to? Be very interesting to see how he explains this one. Warum lässt... Also, mal ganz das ist ein Scheck an Kate. Über 500 Pfund.
wieso um alles in der Welt lässt du, wenn jemand stirbt und du möchtest nicht, dass jemand anders irgendwas rausfindet, das nicht verschwinden, sowas. Das geht in meinen Kopf nicht rein. By the way, dieses Es wird Nacht ist nur ein Filter, ne? Also, diese Belichtung ist äußerst unrealistisch. Also, dieses Blau, das ist, ich glaube, die haben hier einfach einen blauen Filter drüber gelegt. Das sieht alles wie eingefärbt aus. Es ist klar, da müssen die nicht jede Stunde vom gleichen Spot die müssen das irgendwie bearbeiten, sonst, weiß nicht, lassen sie hier die ganze Nacht irgendwie die Kamera stehen und hoffen, dass, niemand hier langläuft oder so. Okay, ich würde sagen, ich gehe dann wieder straight zu Ryan, oder? Ich habe jetzt Dinge noch nicht die Leute gefragt, aber ich glaube, James ist raus. Ich würde mir wünschen, mal wieder den Chief zu... Oh, what James is up to? Ich habe James schon lange nicht mehr gefragt. Das Spiel sagt mir, ich sollte. Oh. Zwei Pakete. Irgendwer hat ihm was geliefert. Oh, das habe ich jetzt nicht erwartet. Okay, boah. Wollen wir doch mal schauen. Ask you a couple more things, please. Okay, okay, darüber weiß er nichts. Darüber sollte er nichts wissen. Warum sollte der hier überhaupt was wissen? Über den Laptop? Ich frage ihn mal danach. Seen this before? Don't think so. Also irgendwie... Der weiß doch zu den Sachen nichts, ne? Aber Lisas Accusation, ja gut. Know anything about these? Nope. Da sind wir ja schon drüber hinweg. Do you know anyone who is interested in or involved with devil worship? Ja, das hat er uns ja prinzipiell schon You met beantwortet. Lisa? Which Lisa are you talking about? Mad Lisa, lives on her own, doesn't like mirrors. Yeah, I've met her. You think she's mad? If you can't look at yourself in the mirror without seeing ghosts, you've got problems, don't you think? How do you know her? She came to the farm for some eggs a couple of times. Got talking to her once, that's all. And what did she tell you? Nothing much. Except she thought the devil was after her. What did you tell her? Told her the devil needs a good reason to be after you. But she was just like most people, really, blind to herself, except she was more extreme. That's all madness is. Being blind to yourself. Ich weiß nicht, ob wir was von ihm rauskriegen, was wir nicht eh schon wissen. Über die meisten Sachen wird er keine Ahnung haben. Warum sollte ich ihm über die Business Card fragen? Ich meine, ich kann es machen, der Vollständigkeit halber, aber... Recognize this at all? No. Yeah, he fixed my laptop. Okay. Does he live locally? I think so. Sein Laptop. Vielleicht ist das doch wichtig. Eventuell war das doch gut. Er repariert Laptops. IT-Guy. Hat Simon seinen Laptop dorthin gebracht? Quasi verschwinden lassen oder verkauft oder whatever? Dass es Versicherungsbetrug sein kann, ist ja auch so eine Sache. Dabei fällt mir ein, in diesem Mirror Room, das ist, da hat er ja gesagt, das ist eine Form von dieses Autohypnose-Ding. In Einklang mit Medikamentenmissbrauch, Alkoholkonsum von Kate, was diese Wirkung ja nochmal vielfach verstärkt oder Nebenwirkungen hervorruft, ob gewünscht oder nicht. Wahrscheinlich beides. Und dann diese Autohypnose-Brainwash-Scheiße. Also vielleicht könnte es denn doch am Ende des Tages eine Mischung gewesen sein aus einem Unfall von jemandem, der wirklich das zu weit getrieben hat, aber teilweise selbst dran schuld ist, dass es eskaliert ist, oder hat sie, und das wird nachher das Entscheidende sein,
sie jemand zu irgendetwas, was das Ding zum Eskalieren bringt, getrieben? Weil er vielleicht insgeheim hoffte, dass etwas passiert, was dann nachher wie ein Selbstmord oder wie ein Unfall aussehen könnte? Thank you. Auf jeden Fall gibt es viel zu viel zu verschleiern. Ich möchte jetzt was wissen über was hier los ist. Also, ich kann Ihnen nicht sagen, ich habe ihn gerade beobachtet. Ich gehe mal in sein Gewächshaus. Vielleicht finden wir die Lieferung dort. Ist da was? Also hier auf jeden Fall nicht. Und dort weiter hinten. Es gab ja 2. Exakt, da liegen sie. Schuhkarton. Oh. So James is interested in poppy pods, is he? I think he's got some Opium. explaining to do. Das ist Mohn. Das ist Opium. Oh, shit. Okay. Ja, warum man sowas geliefert hat, weiß ich auch nicht. Box of Poppy Pods. Ich frag ihn mal. Vielleicht noch was Schlimmeres als Schmerzmittel und Alkohol. Vielleicht haben wir da ja einen sehr bunten Cocktail. Mal gucken. Just a few more questions. Obwohl if you ich don't mind. weiß ich nicht, ob er mir jetzt wirklich viel Auskunft gibt. Der ist nicht immer sehr, sehr redefreudig. What Das can you belastet tell ihn ja auch me selber, about ne? several boxes of dried poppy pods in the greenhouse back there? Feel free to take some if you want. What are they for, James? Decoration? Why? Decoration. There's a big market for them among the over 70s. So what are you doing with them? Selling them to grannies. Okay, James, let's just cut to the chase. Are you extracting opium from them? Me? I can honestly say I've never done anything like that, Inspector. Sure about that. Scout's honour. And who was the guy delivering them? A friend. Someone gave them to him. He asked me if I wanted them. I said I'd have a look and see if I liked them. You just thought you'd have a look. No particular reason? I'm a plant scientist, that's what I do. Alter. Have you ever sold them to anyone else? I only got them a few minutes ago. In the past. Ja. You know Kate's body had opium in the blood when it was found? Oh. No, I didn't. Hey, that's nothing to do with me. Let's hope not. Ich weiß nicht, also, ich weiß es wirklich nicht, weil er das jetzt gerade so gesagt hat. Es war immer Morphium. Ob Morphium auf Opiaten basiert. Könnte natürlich sein. Weil es ist oft so, dass das Ding aus Pflanzen kommt, dass Drogen ihre Ableger ja in anderen Produkten haben, die medizinisch auch immer noch genutzt werden. So, es ist klar. Scheinbar. Es scheint so zu sein. Huh. Okay. Thank you. Probably be back later. Dann frage ich mal. Vielleicht ist James die Schnittstelle. Vielleicht ist er wichtiger als gedacht. Auch jetzt noch. Sie müssen ihn ja auch irgendwie wieder reintroducen, so ein bisschen, weil er jetzt ziemlich außen vor war. Kann ich den Chief mal anrufen? Nee. Ich gehe zu Simon. Muss ich. Dem muss ich das Ding zeigen, ist klar. Okay, weiter. Let's go. Ask about a few more things, please. Boah. Simon probably wouldn't know about the money. Weiß ich nicht. Warum eigentlich nicht? Odd question, but have you ever seen anyone handling dried poppy pods? Poppy pods? As in, for opium? No. Though James did have opium tea once, I think. Where did he get it from? I don't know. I didn't ask. James does his own thing. What does opium tea taste like? But I don't know. I didn't try it. Really? I didn't want to risk it, did I? I went to hospital once. I had codeine and I went into anaphylactic shock. The doctor said it was an opium derivative, apparently, so
Er ist allergisch auf Opiate. Und wenn Morphin ein Derivat ist, wie Codein, von Opiaten, warum sollte er Morphin nehmen? Also dann lügt er ja in einem von beiden Fällen und es wird nicht die Sache sein, dass er mit Kate Morphin genommen hat. Dann lügt er hier. Okay, Moment. So, warte. Wo hat er das gesagt? Moment. Visited the room a few months ago. Took morphine, ja. Aha. You and Kate took morphine in the mirror room. That's what you said, isn't it? Yeah. But you're allergic to opiates, Simon. Opium. You didn't take the morphine at all, did you? Well, no, I didn't. Kate did, though. Oh, das ist ja noch viel krasser als gedacht. That was the point, wasn't it? We weren't trying to outdo each other as such. Das ist ja bösartig. Ryan wanted me to test Kate. To see how far she would go to be prime candidate. What candidate? Prime candidate. It means the best person in the group, basically. What do you mean, test her? But you do it in pairs. One person's the tester, it's me, and the other person's the victim. Das ist ein Well, it's not like that. It's completely consensual. Das war dieses Boundary Testing. Okay. Ryan wanted me to test Kate. Because they thought she was the best student. Well, maybe. I don't know. Oh. I just did what I was told, okay? Except you decided to give her morphine. To break the law. Well, I can't change that now, can I? She didn't die of a morphine overdose, did she? She died because she drowned. But she drowned for reasons that aren't clear. Oh, yeah. Atlas seemed to have this all neatly worked out. If Simon's telling the truth, Atlas are lighting the fuse and then retiring to a safe distance, letting students test themselves and push themselves to their limits while avoiding all comeback. Is this what happened to Kate? Also, Simon hat vorhin gesagt, als er mit Kate im Mirror Room war und er gesagt hat, sie wollten sich gegenseitig ausstechen, wer mehr vertragen kann oder whatever, mit der Einnahme von Morphin. Er hat keins genommen. Ich weiß noch nicht, ob er so getan hat oder vielleicht sagt er, gehen wir davon aus, er sagt die Wahrheit. Dass das nur so ein Anschein, dass er mir gegenüber nur so einen Anschein machen wollte, als, ja, wir beide haben es gemacht, also wir beide haben uns ja quasi wissentlich irgendwie potenziell Schaden zugefügt und so. Von daher, aber nein, er hat es nicht genommen und wahrscheinlich Kate wusste, dass er das nicht nimmt, weil er sie testet. Das war Stufe 2 von diesem Testverfahren, Boundaries Test. Und das auf Anweisung von Ryan scheinbar. Der Inspektor hat ihm jetzt vorgeworfen, ja, weil er meinte, sie ist ja nicht an Morphin gestorben. Ja, aber sie ist ertrunken mit Morphin im Blut und man weiß nicht genau, warum sie ertrunken ist. Und an dem Punkt könnte man ihn schon verhaften. An dem Punkt könnte man auch Ryan verhaften. Also das reicht ja als, also das ist ja, oh shit. Da kannst du ja ihn echt wegen Verdacht auf mindestens irgendwie Totschlag anzeigen. Oder fahrlässige Tötung quasi. Oder unterlassene Hilfeleistung. Irgendwie sowas. Ich kenne mich nicht aus. Aber auf jeden Fall könnte man ihn verhaften, schätze ich. Puh. Atlas Prime Candidates. Und Kate war wahrscheinlich so eine Musterschülerin. Jetzt mal. Krass. Damit gehe ich jetzt zu Ryan. Ich würde so gerne zu Paul damit gehen. That's all for the moment, thank you. Soll ich mal zu Paul gehen? Boah, Alter, ich will dem das irgendwie ein bisschen um die Ohren schmieren. Der hat mich vorhin ausgeladen. Also der hatte ja, Moment. Ist er da? A couple more questions, if that's okay. Er ist da. Oh mein Gott. Okay, bevor wir weitermachen, ich brauche Kaffee. Ich muss Kaffee holen. I'm sorry. Okay, sorry. Bin wieder da. Mirror Room. Can you tell me about the room with the mirrors at Atlas? The one with the combination lock? How did you get in there? I was given the code for the combination. By Ryan? Well, nobody else is allowed to know the code, are they? And not in theory.
So how's the room used on the course, then? It's a meditation room where the students can reflect on themselves, literally. And what about the CD? That helps too. It's part of the program. So you send the students into the room, they put the CD on, they stare into the mirrors. And how long does this last for? Until the CD finishes or they fall asleep. What else would you like to know? Ja, der sagt das offensichtlich über den Mirror Room. Niemand hätte eigentlich die Kombination haben sollen. Ja, jetzt habe ich natürlich mehr oder weniger durch die Blume Ryan ein bisschen angeschwärzt. Das hat ihn ziemlich sauer gemacht, glaube ich. So sah er zumindest aus. Der Mirror Room ist für Meditation, da spielt eine CD, die hilft den Leuten, selbst zu reflektieren. Und prinzipiell, Simon sagt ja, es geht auch um Selbsthypnose. Man versetzt sich dort drin in so eine Art Trance. Und diese ganze Aufmachung dort drin, die hilft bei dieser Art Meditation. Oha. Now, why do you think Ryan might want to give Kate a cheque for £500? I've really no idea. Where did you find it? Just outside. You better ask him. Oh, das Do you wäre... think Ryan was interested romantically in Kate? I know he has a weakness for blondes, but I didn't think it had gone so far as his offering them cash. Kate war doch nicht blond. Ist ja nicht dunkelhaarig. Ja, also das würde ich jetzt nicht als blond bezeichnen, to be honest. Auch wenn es vermutlich mittelblond ist oder so ein Scheiß, aber... Okay, warum sollte der da... Ja, whatever. What do you know about poppy pods? Poppy pod? Der ist immer so Ever come happy, across Alter. anyone selling them, Ja, wie using AirPods, them? nur No. nicht mit Luft. Oh ja. Atlas Prime kenne ich jetzt, das ist eine interessante Frage. What are prime candidates? The best of the bunch. The peaches. And so what does it mean to be a prime candidate? Success. We have a special relationship with many major international companies. We provide them with our best students. And they get an instant job. And what do you get out of it? Well, it's a little kickback. It's just business, Inspector. Okay, die haben also Kontakte zu Firmen, die sehr, sehr gut bezahlen für sehr gute, arbeitsfähige, businesstechnisch wertvolle Leute. Und Atlas ist quasi dann der Schleusenpunkt dafür. Ich nehme mal an, da fließt viel Geld für die beiden. Wow. Interessant. Das hätte ich mir jetzt also nicht im Vorhinein so gedacht, wofür die das eigentlich machen. Aber natürlich macht es Sinn. Okay. Jetzt kommen wir der Sache auf den Grund. Und ich habe das Gefühl, so allmählich haben wir alle Puzzleteile fast zusammen. Aber nur fast. Uns fehlen noch ein paar entscheidende Punkte. Mirror Room. Can you tell me what you know about the mirror room upstairs? Oh, you found that then. Well, it's very similar to the costumes, Inspector. It's designed to help the students look at themselves differently. And what do you do with the mirrors? You look at yourself, Inspector. You look at yourself until you start seeing yourself as others do. And you don't see yourself as you do anymore. It really, the idea is that you can see yourself eventually any way you wish. So why in a locked room? To make sure you're not distracted, that's all. How often is it used? Not often, a few times a month. Some students find it useful, some don't. Okay. Boah. Tja, aber das sagt mir nichts weiter. It isn't worth Ryan asking about the key fob. Willst du mich verarschen? Ja gut, was dabei rausgekommen ist und daher wichtig ist das hier wahrscheinlich.
Would you like to explain what this is, please, Ryan? £500 intended for Kate. It fell out of your car. At least I assume that's your car on the driveway at Brandon House. I suppose so. So why were you going to give Kate £500, Ryan? It was just a little incentive, that's all. Just a little incentive. Very little, Ryan. £500. She was a very good student. We heard that she was leaving. We wanted to give her something. But you didn't. Well, obviously not. Are you sure there wasn't any other reason you might want to give her this? Personal reason? No! Well, I'd like to keep hold of this for a little while, if you don't mind. Well, don't consider it a bribe, will you, Inspector? Er wird es behalten, er soll es nicht als Bestechung sehen, also für sich. Aber was Kate angeht, sollte das ein kleiner Anreiz sein. Also sie wollten sie wirklich quasi verschachern, weil sie Potenzial in ihr gesehen haben. Hat er nicht gemeint, das beruht natürlich alles auf Freiwilligkeit und so, und sie würden ja niemanden zu irgendwas ihr bewegen wollen. Ich weiß nicht, ich hab da, also... Sag mir mal noch was über die Prime Candidates. Now, Moment. Tell me what a prime candidate is. You're learning a lot, aren't you, Inspector? Oh, yeah. Prime candidates are simply the best students. The ones with the most potential. And what benefits do they get from that? Well, they get the top job. Which is? Well, we have a deal with various multinationals. We train students to be exceptional, truly exceptional. And they get a wonderful top job. It's a very simple deal. And how do you decide who the prime candidate is? Do you test students? No. Did you ever, say, ask Simon to test Kate, for instance? Oh, you've actually been speaking to Simon, haven't you? I really wouldn't trust anything that Simon Thompson says. You know, he spent the best part of 2 months trying to undermine Kate. No. Now, Simon Thompson, it really isn't my place to speculate, but if you're looking for motives, Inspector, he certainly had a few motives. More than I. A motive to kill her, do you mean? Now, that's very interesting, Inspector. Well, that's up to you to decide. Oh, weiß ich nicht. Ich glaube, es steht schon festgeschrieben. Wir müssen es nur wieder ausbuddeln, Ryan. Wir müssen nur noch ein bisschen tiefer buddeln. Stellen werden nicht getestet. Was ist denn mit diesem Testvorjahr, Alter? Das macht doch alles überhaupt gar keinen Sinn. Students aren't tested. Amplitude tests. Ryan gave Jenks die... Warte mal, darüber hat er gar nichts gesagt. Okay, da kann ich ihn gar nicht drauf festnageln. Warte. Er hat gesagt, er hat Simon natürlich nicht gefragt, Kate zu testen. Interessanterweise ist ja auch so ein bisschen Kapitalismuskritik drin. Ne? Die multinationalen großen Unternehmen, die wollen natürlich durchsetzungsstarke, über Leichen gehende, vielleicht im wahrsten Sinne des Wortes, Leute, die diese ganze Testscheiße hier mitmachen. Die eben halt auch so ruthless sind, ne? Okay, students aren't tested. Students are bribed in any way. Warte. Das ist was anderes. Moment. Wir brauchen das und wir brauchen das als Anreiz. Oh, yes! Aha. So, students aren't coerced or bribed in any way, except Kate. Yeah. I'm not sure what you mean. You said you were going to give Kate the £500 as an incentive. That's coercion, isn't it? I really don't think you could call it coercion, Inspector. It was an incentive, that's all, a little encouragement. So, how often do you use incentives? Okay, incentive is probably the wrong word. The money was just to see how Kate would respond. It was part of her assessment. Assessment? We have to assess students as they progress. We don't use conventional methods like sitting an exam or anything like that. People pay for this course per session. We have to know if they're committed or not.
So you're assessing their progress and testing their commitment? Yes, we are. We have to. This is a business, not a charity. So Ryan's claiming the money was part of Kate's assessment. And did this assessment also involve threshold testing, I wonder? Or was the money for something else? Wait. Also da gibt's noch mehr zu. Money to test, assess her. Also, habe ich doch recht gehabt. Warte. Since Aaron tested. Aha. Sehr gut. Well, which one is it, Ryan? Do you test students or not? Well, some of them, yes. Including Kate? Yes. Why was she being tested? She was being tested because we wanted to see if she was good enough to become prime candidate, okay? So Kate was in the running to be prime candidate? Yes! And did you ask Simon to test her? Yes, I did. But I didn't ask him to do anything stupid. He knew it was against course rules. How far did Jetzt you hat ask übrigens him was to verschüttet. push her? I didn't ask him to push her. I asked him to test her. There's a huge difference. Da ist ein Spiegel, If Ryan. Simon decided to give her too much caffeine or Jetzt guck morphine dich or whatever, an. that's his responsibility. So if he did anything wrong, it was his own responsibility. He did it with his own mind and his own hand. We had nothing to do with it. Oh! Aber das endet doch nicht. And still no suspect, unless you count everyone I've interviewed. It's no surprise that Ryan wants to avoid any suggestion of being responsible for Kate's death. But I wonder if the man protests just a little too much. Boah, was denkt ihr? Was denkt ihr? Das reicht noch nicht, oder? Das reicht noch nicht, damit damit einer dieser Leute nicht mehr sagen kann, er war es nicht. Das reicht noch nicht. Boah, ist alles so strong. Er hat doch gesagt, es war die letzte Stunde. Was ist denn jetzt? Warte mal, ich muss einen Chief anrufen. What Paul thinks about prime candidates. Aber das wissen wir doch eigentlich. Ask you a couple more things, please. Boah, die Musik! Come on! Das ist der Schlüssel. Dieser Status, den sie hatte. Candidate? Well, as Ryan has probably already told you, yes, she was. Did you ask Simon to test her? Yes, it's company policy. Leaders don't get involved. And it covers your back, of course. Well, nobody knows the students better than they do, Inspector. It's much better to let them just work it out among themselves. It isn't very professional to force students to test each other to the point where one of them gets killed, Paul. We don't force students to do anything that they don't want to do. Ja, das habe ich So schon mal you don't gehört. force them into being tested. No, we don't encourage anybody to hurt or offend anybody else here. You don't use threshold testing, for instance. No. If Simon Thompson went too far with Kate, that's his responsibility, not ours. He's the one you should be speaking to, if truth be told. I don't trust him myself. Krass. Don't use threshold testing. Also machen sie das nicht. Aber, warte mal, Mirror Room sagt ja was. Die CD im Mirror Room is used on the course. Also die CD wird, und da ist ja eindeutig Threshold Testing drauf. Aha. Boah, Alter, ich bin heute gut. You say you don't endorse threshold testing, that's the phrase, isn't it? Yes. Except you do, Paul. Because you told me that the students use that CD in the mirror room. I've listened to that CD, and it very clearly mentions threshold testing. Yeah. You keep batting this away, Paul. We don't really use hypnosis. The students aren't really tested. But I am this close to launching a full-scale investigation. Look, we get a kickback from these students, and they have to be exceptional. Of course we have to test them. That doesn't mean we do anything illegal. What do you think we do? Bump off the ones we don't like? Well, that depends on how far you push them, doesn't it? Well, we certainly don't kill them. Nobody here wanted Kate dead. I'm sure they didn't. But what do you expect, Paul, when you put students under that much pressure? She was a very, very valuable student. She was worth a lot to the business. Really? And how much would that be? Well, if you really want to know, 50 grand. She was worth 50 grand.
50.000 hätten die What, bekommen you were für selling Kate. her? Of course we were selling her. You don't get this, do you? We make perfect employees. Month after month. That's all we do. What do you mean, perfect employees? What big business needs, Inspector, more than anything else, is none of this altruistic, goody-goody crap. What we look for is people with ambition, no ethics. Push, greed is good, all right? We don't deal with all this comfort stuff. The survival of the fittest. That's all there is. There's no higher purpose, no big plan. There's nothing at the end of the rainbow, except what you have and you can enjoy in the here and now. And what do you enjoy now, Paul? Hell of a monologue, Alter. You're gonna have to excuse me, Inspector. I'm a very busy man. I've got work to do. I'll see myself out. Oh. Lovely man, your father. Shut the gate on your way out. Oh, die lassen mich nicht mehr rein. Wait, das will ich jetzt sehen. Oh mein Gott. He's doing his level best to shut this place down. Get rid of him. He's a policeman. We can't just... You sort this, Ryan. You man up and you sort it. Tonight. Das ist eine Drohung. Werd ihn los, ist ja eine eindeutige Anweisung. Kyle würde das. Ist bestimmt derjenige, der mich überfallen hat. Bestimmt. That doesn't sound good. Two totally morally bankrupt men are plotting to get rid of me. It's midnight. I don't have any backup and I don't even have a mobile phone. This is potentially quite bad. And what's Kyle got to do with it? I think I might make my way over to Atlas while Ryan isn't there. Maybe lock myself in. Okay, der will sich jetzt in Atlas einschließen, weil da kommt da... Ja, aber da kommt er jetzt nicht mehr rein. Ryan hat doch bestimmt abgeschlossen, oder nicht? Gut, das Spiel sagt mir, ich soll dahin, also gehe ich dahin. Vielleicht passiert ja irgendwie was unterwegs. Natürlich nicht geplant, ist klar. Boah, Alter, ey. Also, die Firma Atlas hätte für Kate, wenn sie als Employee verkauft hätten, an Firma XY 50.000 Pfund gekriegt, was eine fucking Heidenstange Geld ist, Alter. Und jetzt wissen wir auch, warum die reich sind, weil die das ja nicht zum ersten Mal machen. Was aber auch ein bisschen ihr Motiv abschwächt, dass Kate zu Tode gekommen ist. Das war ja für sie blankes Geld. Was ist da passiert, Alter? Wahrscheinlich waren es die beiden nicht. Nichtsdestotrotz sind sie, wie ja Jenks schon gesagt hat, moralisch komplett bankrott. Sie wollen Menschen dazu bringen, dass sich herauskristallisiert, welcher von diesen Personen Moral und Ethik hinter sich lassen kann, um ein gieriger, kompromissloser Businessmensch zu werden. Das wollen die aus denen herausholen. Dazu wollen die bringen und die haben allerhand Methoden, das zu bewerkstelligen. Was eine komplett abgefuckte Nummer ist, die für sich selbst stehen kann. Boah, ey. Okay. Gehen wir Richtung Atlas. Gehen wir durch den Wald. Puh. Sollte ich, Moment. Sollte ich hier nochmal vorbei? Ich würde gerne mit Simon nochmal reden. Über diesen Prime-Status. If you don't mind. How do you think you'd have reacted if you'd found out that Kate had been chosen to be prime candidate? Is that... Was she? I'm just asking how you think you'd react. I don't know. I wouldn't react in any way, really. I'm not bothered. I don't think she was, though. What makes you think that? Well, it's just an impression I got. Genau. You know, she's a bit flaky, to be honest. She's just not really prime candidate material.
Okay, Be back whatever. later on, if that's okay. Ich gehe jetzt zu Atlas. Ich will jetzt wissen, was da ist. Er hat ja gemeint, er ist so kurz davor, das ganze Ding durchsuchen zu lassen von der Polizei. Ich weiß nicht, warum er so kurz davor ist. Das hätte eigentlich schon, also eigentlich müsste er schon ein schief in Kontakt stehen, bei dem, was er herausgefunden hat. Schon allein wegen dem Morphin mit der ganzen Sache. Ist hier noch irgendwas? Hier ist schon wieder was! Was geht denn hier immer ab, Alter? Wie auf dem Bahnhof. Lol, grüß dich. Prove to me that you're man enough to do this, Kyle, and then you can deal with that ridiculous police inspector. What is this? What the hell? Scotland Yard. Not hell. Hello, Ryan. Hello, Inspector. What are you doing here? Inspecting. So, Ist das schlecht, come on. Alter? Ist das trash? Let's have it. I don't think you'd understand, Inspector. The best thing that you can do is turn around, go away, and leave us to it. Knife. What? That knife gives me a perfect right to stick my nose in, investigate, and interfere. This is all part of the Atlas course. It's a physical endurance exercise. Drop the knife. The knife, Kyle! Hat er keine Pistole oder so? Kyle. Drop it! Drop it. Not looking 100% brilliant for you, Ryan. Well, please, Inspector, you've poked your nose into Atlas's affairs enough times to know that imaginative flair is part of the course's success. Our lessons are reinforced by a unique emotional experience. Terror? It's an extremely evocative tool. Well, it's a good job you're not in charge of the national curriculum. Also ist das der Now, look, Extreme-Test? Inspector, I know what you're trying to do. Jemanden I know what you're umbringen? thinking. But believe me, Atlas had nothing to do with the deaths of those people. Eyewitness account of a satanic sacrifice in the woods. That's not what we call circumstantial evidence, Ryan. Simon. Now, I saw Simon walking home with Kate last Friday after the meeting. Now, Simon had some strange idea that he was in the running to become prime candidate. Und das sagst du mir A knob jetzt? of butter has more chance of becoming prime minister. Wenn das Haus über No, dich wait. zusammenstürzt? So are you telling me that Ist doch Quatsch. Simon killed her. Well, it seems reasonable. It's likely, isn't it? any more likely than you, Ryan? Pig! Oh! I know. Police brutality. Dafür wird er aber auch suspendiert eigentlich, also, aber naja. Naja, das sind andere Regeln hier. Nimmst du mal die Maske ab, diese dumme? Oh mein Gott. Lässt du die jetzt einfach so? From being sacrificed, and that's the thanks you get. If that wasn't an occult ceremony, I don't know what is. The Rands have been lying all along. But what's Simon going to say about Ryan's accusation? Okay, warte mal, Ryan sagt, Simon ist mit Kate nach Hause gegangen. Und er glaubt, dass er sie umgebracht hat. Er hat es mir wahrscheinlich nicht erzählt, weil das die ganze Sache mit Atlas aufgerollt hätte. Es wäre für alle besser zu glauben, dass sie das selbst erledigt hat. Wie ist er eigentlich an mir vorbeigekommen? Als sie eben bei Eden Lodge war? Der wäre auch so an mir vorbei, oder? Wenn ich da straight hingegangen wäre. Ey, und die Frau, ist die irgendwie vorbereitet gewesen jetzt irgendwie? Oder war das dann doch nur eine Metapher? Sollte sie eigentlich nicht wirklich sterben? Es sollte nur den Anschein erwecken und so. Oder wollten die wirklich abmurksen? Wo ich da bin? Das glaube ich nicht. Wo ich hier rumschnüffle? Hier, vor allem hier! Direkt davor, wo ich immer lang gehe. Das ist... Oh nee, das ist ein bisschen trashig. Ich glaube, das würde keinen Sinn machen. Es war nur so ein... Man gibt es vor, ne? Aber es war zumindest ein echtes Messer. Weil die Angst und der Wille, das muss ja realistisch wirken. Darum geht's ja, wenn das dieser Extreme-Test war, schätze ich einfach. Okay, Moment.
Kann ich jetzt zu Atlas? Ich frag mich nur. Nee, ist zu. Damn. I suppose it was too much to hope that Ryan had left the place open. Ja, das ist ja klar, dass er das nicht macht. Brennt aber immer noch Licht. Okay, ich konfrontiere Simon mit Ryans Anschuldigung. Warum sollte ich ihm denn glauben? Warum? A few more questions, if you don't mind. What would you say if I said it's been suggested that you were seen walking home with Kate after Atlas last Friday? What? By who? The same person who suggested that you wanted Kate out of the picture because you found out she was in the running to be prime candidate. What? Who said that? Just a question. I didn't think I was in the running. It was Ryan, wasn't it? I am in no position to say. It was Ryan. Simon, calm down. No, I can prove it. Kate's driving license, give it to me. Why? Kate's driving Warum ruft er license, nicht? please. Warum ruft er eigentlich nicht Verstärkung? See that pattern on the tape there? Ja. Habe ich schon am Let me frühen show Abend you gesehen. See this pattern? Now look at that. It's the same pattern. This has come from the same roll of tape as this. Ja. So? So there's only one person that's taped like that. Ryan. He gave me this piece of tape when I was in his office once. Why has Kate's driving license got a piece of Ryan's tape on it? I have no idea, Simon. Where did Oder you find it? Rebecca's Tape. Oh, by the lake. Well, it's obvious, isn't it? Ryan was testing her. He was doing a boundary test to see how much she would do, how far she would go to be a prime candidate. But it all went wrong. Okay. It's one of the things we do at the course, right? You give something that's important to you to someone else. Then they go and hide it somewhere. It's to teach you to not be bothered when you lose something that's important to you, all right? Mm-hmm. Kate gives her driving license to Ryan. Ryan goes and hides it somewhere down the lake. Kate finds out. She goes down looking for it, probably drunk, and she falls in. Oh, das hättet ihr alle gerne. I'm afraid I find that a bit far-fetched. Ja, Simon. ja, ja. It makes perfect sense if you know anything at all about how Atlas works. Oh ja, Simon. ich weiß genug. If you got the tape from Ryan, Kate could have got it from him. He told me he doesn't lend it out. He lent it to you. But I didn't kill her. Do a lab test on the card. His DNA will be all over it. And what if yours is all over it? It won't be. I didn't kill her. I'm sorry. Just give me a minute. I need some painkillers. Gegen die er allergisch ist. Der flieht. Der geht weg. Der geht. Where did he go in such a hurry? Is he trying to act as suspiciously as possible? Der will irgendwas, der will irgendein Beweismittel vernichten. Ich muss schnell hinter ihm her. Das Ding ist, was er gesagt hat, ist, ja, das ist natürlich Quatsch. Er meinte, ein Teil des Testes war, etwas Wertvolles jemandem zu geben, um darüber hinaus zu wachsen. Dinge, die einem was bedeuten, gibt man ab. Und die Lektion ist, daran zu wachsen, dass man sich nicht darum mehr schert. Sich zu entheben von diesen Sachen, an die man sich bindet. In Kates Fall war es ihr Führerschein, was wertvoll für sie war. Ryan soll das irgendwo versteckt haben im Wald. Sie hat es gefunden, war betrunken, ist in den See gefallen. Das ist, was Simon sagt. Da machen sie sich zu einfach. Das ist Quatsch. Also ich glaube, da ist mehr zu. Obwohl es in dem Sinne Sinn gemacht hat. Aber diese Tests, die Atlas macht, sind halt krasser. Das wissen wir ja bis jetzt. Deswegen macht es nicht so viel Sinn. Okay, Simon hat das Tape von Ryan bekommen. Das ist Ryans Tape. Wir haben das Tape gesehen an Rebeccas Pub, wo sie das Fenster mit abgeklebt hat. Warum sie gerade das nehmen würde, ist mir schleierhaft. Ich gucke jetzt mal, wo er hin ist. Oh, wait. Sorry.
Hier ist er nicht. Wahrscheinlich nicht. Wood Clearing. Das ist zu Atlas, ne? Ich kann da nicht rein. Boah. Warte. Dann gehe ich zum Pub. Moment. Pattern Sticky Tape. Try use this. Nee, brauche ich ja nicht. Ich gehe zu Rebecca. Warte. Couple more questions, if that's okay. Ich weiß jetzt nicht, warum wir wieder bei ihr gelandet sind. Have you seen patterned tape like this anywhere before? Oh, Ryan's got some. I know, because I borrowed it. Yeah. When was that? A couple of months ago? Have you still got it? I don't think so. I haven't seen it since Letzte then. Woche Freitag oder Samstag hat sie es zum letzten Mal gesehen. Das ist ihr Widerspruch. Aber, ja, warum würde man sich da auch erinnern? Also es muss eigentlich nichts heißen, aber was das Spiel angeht, ist genau das ziemlich wichtig. Kate's Argument. Broken Pub Window. Taped over the broken window. Ach, wait, sorry. Ich habe das Falsche ausgewählt. Tut mir leid. It's a month ago. Ja. Aha. You last saw that sticky tape Jetzt 2 bin ich months gespannt. ago. Is that correct? War das Rebecca? So how come you used it last week to tape over the broken window outside? That's the same tape. Well, I must have been mistaken. Ja. You see, the reason I'm asking is that it's exactly the same tape that was found attached to Kate's driving license, found at the scene. The tape that only Ryan has. Ryan, and of course, you. So what are you saying? Who's got the tape now? Do you know where it is? No. No, I don't know where it is. Why are you asking me about this tape? You seem nervous, Rebecca. Is there a problem? Well, you're practically accusing me of having something to do with that woman's murder, aren't you? I wasn't accusing you of anything, Rebecca. Unless there's something you'd like to tell me. Uh-oh. No, I wouldn't like to tell you anything. Okay, well, that's fine. Obviously, we'll be swabbing everyone in the area for DNA, so if anything comes up on Kate's license... Ja, wenn da DNA von ihr drauf ist. What will come up? Nothing will come up. Right, I've had enough. I've got to get back. Rebecca! Would you like to explain to me exactly what is going on? Which bit? The fact that some leggy bitch was trying to steal my husband? Oh! I think you had better tell me what you know, Rebecca. Okay. You want to know what I know? Kate Vine seduced my husband and was going to blackmail him. Not only did she sleep with him, that whore did it just for his money. Our money. How did you work that out? I heard her. I knew it was her arguing with Emma Bowman. Emma was trying to talk her out of it. And how did she come to be at the lake? She dropped that driving license thing when she came in. She was drunk. She dropped her bag. I took it out to the woods and stuck it over the lake. Then I waited for her. When she came out, I told her where it was, said someone had just run off into the woods with it. You led her to the lake. She was reaching out over the lake to get it. Ah. I didn't do anything, she just fell in. Es war ein Unfall, aber sie hat's It was dark. initiiert. I couldn't see anything. I couldn't help her. Really? Did you try, Rebecca? Well, it was too late. She was just flapping about in the water. It was pathetic. She was making these gurgling sounds. And what did you do? I got a big Nothing. stick. I just pushed her down with it until she stopped. Oh Gott. Well, she was dead anyway. What did it matter? You killed her, Rebecca. But she slept with my husband. She didn't, Rebecca. Es war Emma. What do you mean? You got the wrong girl. Ja. Sie hat das falsch angehört, den Streit. Kate war's nicht. Emma war's. It was Emma. Emma hatte eine Affäre mit Ryan. Rebecca Rand, I am arresting you for the murder of Kate Vine.
You do not have to say anything, but anything you do say may be taken down and will be used in evidence against you. Do you understand? Oh, Scheiße. Yes. So, it appears that Kate Vine's death was a tragic case of mistaken identity. Oh, das war But there auch are noch some eine loose threads here. Verwechslung. What was Ryan doing with Kyle and that girl in the woods? What if I hadn't interrupted? Ja, verhaftet And die, what really Alter. happened to Liam last year? It seems I've only scratched the surface of Atlas and the Rand business empire. Trying to find out about Paul Rand's past is like peering into dense fog. He gives nothing away and covers his tracks with military efficiency. However, what is known is that Paul Rand has a lot of connections in high places, politicians, celebrities, business leaders. Perhaps James Wilson's ideas weren't too wide of the mark after all. I get the feeling there's still a lot more to learn about the Rand business empire. You're going to have to excuse us. Atlas is closed for the moment, but we'll be open again very soon. Thank you for your interest. Das ist so ein krasses Sequel-Bait, Alter. Oh mein Gott. Oh, aber das ist schon lange Jahre her, seit die das Spiel rausgebracht haben. Ich gehe mal leider davon aus, es war nicht sehr erfolgreich und es war nicht sehr lohnenswert, das nochmal, da noch einen zweiten Teil zu drehen, wisst ihr, was ich meine? Ach, Junge. Tja. Wow. Ich hätte nicht gedacht, dass wir in der Folge zu Ende kommen, aber ich wollte es jetzt wissen. Ich war relativ effektiv mit meinen, ich sag mal, Widersprüchen, die ich herausgefunden habe. Das hat alles relativ gut funktioniert und, ja, ich denke mal, wir haben mehr als den roten Faden hier in Erfahrung bringen können, was die Story angeht. Am Ende des Tages war es doch so, wie ich es schon relativ am Anfang gedacht habe, aber nicht so krass. Ich hatte einen rituellen Mord mir irgendwie vorgestellt. Aber, Nein, nein, nein. Es war viel einfacher. Es war schlichter. Es ging wieder um Eifersucht. Und schlussendlich ist jemand dem zum Opfer gefallen. Eine Person, die hilflos war in dem Zustand. Und die nicht mal für das verantwortlich gewesen ist, was der Grund war für ihren Tod. Das war Contradiction, Spot the Liar. Wir haben den Lügner überführt, die Lügnerin, die Lügner. Plural, nicht Singular. Das ist ja bei diesem Spiel ganz wichtig, weil in diesem Szenario sind irgendwie alle sehr, sehr tief in die Scheiße getreten. Und, naja. Dedicated to Paul Darrow. Oh nein. Oh nein, warte. Paul Darrow. Nein! Atlas Paul! Paul Rand! Der ist 2019 verstorben. Nein! Ja, auch deswegen ist es dann schwer mit einem zweiten Teil, ne? Weil die das jetzt so angeteasert haben. So auf den Vater und seine Vergangenheit. Oh, rest in peace, Alter. Von allen die krasseste Performance, schauspielerisch, in diesem Spiel. Also unglaublich Gänsehaut einflößend, mit ihm zu sprechen. Der hat das sehr, sehr gut gemacht. Boah, das tut mir leid. Boah, das fühlt sich jetzt weird an, wenn man das dann so im Nachhinein erfährt. Ja, übrigens, die Person, mit der du die ganze Zeit zu tun hast, leider schon verstorben ist. Oh nein. Ach, okay. Bisschen ein Downer hier zum Schluss, aber ey, immerhin hat er wahrscheinlich eine lange Schauspielkarriere hinter sich und soviel ich weiß, mit diesem Spiel hier mindestens etwas Cooles hinterlassen, was auch wir enjoyed haben in der Kunst, die er mit Sicherheit liebte. Dankeschön fürs Zuschauen, ihr Lieben, und wir sehen uns beim nächsten Mal.